Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal hier bei Comike. In meinem Projekt Hangsicherung mit Gabion bin ich mittlerweile im 7. Teil angelangt und wie ihr sehen könnt, nähere ich mich dem Finale, was die untere Reihe angeht. Ich habe nur noch wenige Körbe zu füllen und möchte aber bereits jetzt beginnen, die zweite Reihe aufzustellen. Wie ich dabei vorgehe, wie ich das Ganze anstelle, bleibt dran, ich zeige es euch gleich. Um meinen Hang, den ihr hier oben sehen könnt, abzufangen, habe ich ja zunächst die untere Reihe an Gabionen aufgebaut und hier vorne in diesem Bereich soll das Ganze zweilagig werden. Denn ich möchte den Hang auf die Höhe bringen, wie ihr sie hier oben kurz unterhalb dieses Baumstumpfs seht. Ursprünglich war es mein Plan, die Körbe hier unten alle erst komplett zu füllen und anschließend die zweite Lage aufzubringen. Doch leider hat sich jetzt nun ein Problem ergeben. Wenn ich jetzt aus der Perspektive einfach mal auf die letzten beiden Körbe gehe, könnt ihr vielleicht erkennen, dass das Ganze etwas nach hinten ausbeult. An und für sich ist das nicht schlimm, denn mit dem Gitter, was oben quer drauf kommt, wird das Ganze ja wieder eingefangen. Dummerweise bin ich noch nicht so weit, dass ich die Gitter überall aufbringen kann. Das heißt, ich werde jetzt schon beginnen, die zweiten Körbe aufzubauen, um diese Verbindungsgitter zu befestigen. Beginnen werde ich mit der Montage der zweiten Reihe hier auf der linken Hälfte. Die oberen Körbe, die noch leer sind, werden dabei als Ansatzpunkt genutzt und die unteren Körbe konnte ich bereits befüllen. Ich werde nun die Trenngitter aufbringen und die weiteren Körbe hier oben montieren. Bereits hier am ersten Korb wird das Ganze schon richtig spannend, denn wie ihr sehen könnt, sind die Körbe bzw. die Seiten nicht exakt gleich lang. Wenn ich jetzt das Gitter hier oben einfach mal umlege, was dann hier befestigt wird, dann seht ihr hier, dass der ursprüngliche Korb bis hierher gereicht hätte, aber durch meine Kurve, die ich hier gebaut habe, nicht mehr aufgeht. Ich werde also hier eins machen und das hintere Gitter nur bis hierher ansetzen, bis hierhin gehen lassen und dann einfach hinter dem anderen Korb platzieren. Das gleiche mache ich natürlich auch auf der Vorderseite, hier aber mit dem engmaschigen Gitter und das Ganze auch bündig, denn die Vorderseite ist exakt 1 Meter lang. Wie ihr sehen könnt, sind die Gitter nicht ganz bündig. Hier oben und der Deckel, die passen ganz gut zueinander, aber hier unten der Korb selber, der ist schon ziemlich weit weg. Damit ich die Spiralen dennoch gut und einfach hineinbekomme, werde ich diese zunächst mit Kabelbinder etwas zusammenziehen, die Gitter, und anschließend dann die Spirale eindrehen. Nachdem ich jetzt das Frontgitter installiert habe, kann ich mich um das mittlere Trenngitter kümmern. Dieses wird unten mit einer kleinen Spirale befestigt. An den Seiten kommt jeweils wieder eine große Spirale.
Beim Eindrehen der großen Spirale muss ich natürlich auch das nächste Front- und das nächste Rückgitter gleich mit installieren. Auch die zweiten langen Spiralen des zweiten Korbes habe ich nun eingedreht, wie ihr sehen könnt. Etwas spannend wurde dann natürlich dieser Part in der Mitte. Diese 4 Gitter, die sich hier überlagert haben, da habe ich die Spirale einfach nicht mehr komplett durchgebracht. Ich habe hier die Spirale von der Rückseite eingedreht und habe zumindest 3 der 4 Gitter mitgenommen. Denke aber aufgrund des Gewichts, was ja dann auf den beiden Gittern, die jetzt hier unten sind, links beziehungsweise hier links und rechts, dass das dann die nötige Stabilität bringt. Wenn ich jetzt hier wackel, also zumindest der untere Bereich, der ist schon stabil, der ist schon fest, das sollte auf jeden Fall halten. Die Spiralen selber habe ich jetzt hier nochmal eingebogen, mit der Zange richtig rumgekrimmt um die Gitter. Meine Abkratzung von der Zange werde ich dann mit Zinkspray einfach nochmal einsprühen, um etwaigen Roststellen vorzubeugen. Nun heißt es aber erstmal wieder Körbe füllen mit Stein. Ich habe noch einige vor mir, wie ihr sehen könnt. Ich werde jetzt linksbündig hier weitermachen, zunächst mit diesem kleinen, dann mit den großen und jedes Mal, wenn ich einen unteren Korb fertig habe, direkt die neue Reihe draufsetzen. Doch dazu dann später mehr. Seit dem letzten Schnitt habe ich noch ein wenig rumexperimentiert und eine aus meiner Sicht bessere Lösung gefunden. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Körbe jetzt fast vollständig in der zweiten Reihe schon aufmontiert, obwohl die untere Reihe noch gar nicht komplett gefüllt ist. Die beiden ersten Körbe konnte ich ja bereits komplett montieren, da die Unterkörbe bereits gefüllt sind. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch hier mit Kabelbindern mir die Arbeit etwas einfacher gemacht, weil die Spannung doch recht groß war. Habe dann die Quergitter, die Frontgitter, die Rückgitter jeweils mit den Spiralen verbunden. Bei den ungefüllten Körben habe ich das Ganze wie folgt gemacht. Ich habe die Rückwand inklusive dem Bodengitter hinten schon eingefädelt, habe auch die Rückwände untereinander im Dreierpaket hier hinten, das seht ihr hier, verbunden. Den Boden habe ich einfach hochgeklappt. Das heißt, wenn er dann gefüllt ist, klappe ich den einfach wieder runter. Zum Füllen selber bleibt er dann oben. Und so habe ich die kompletten Rückwände schon miteinander verbunden. Das Quergitter, das ebenfalls hinten mit den beiden Rückwänden verbunden ist, also das, was jetzt hier nach vorne geht, habe ich vorsorglich hier einfach schon mal festgemacht. Das heißt, diese Spirale hier werde ich dann im Anschluss wieder rausdrehen, werde das Gitter jetzt hier, dieses runterklappen und dann eben mit dieser Spirale, wenn dann auch hier drüben das runtergeklappt worden ist, wieder verbinden. An den Ecken ist das Ganze etwas komplizierter geworden. Dadurch, dass die Bodengitter sich hier jeweils stark überschneiden, konnte ich diese nur mit Spannung hochbiegen. Sobald die Körbe unten gefüllt sind, kann ich aber auch hier die Deckel nach unten klappen und entsprechend die Quergitter einfügen. Der Grund für meine Planänderung ist vom Prinzip recht simpel. Wie ihr an der unteren Reihe sehen könnt, habe ich auf der Rückseite der Körbe Vlies angebracht. Dieses schützt die Gabionen vor Durchnässung von Schlamm und Dreck. Gleichzeitig ist die Erde aber auch nötig, um einen gewissen Gegendruck aufzubauen, da ich die Körbe ja mit leichten Gefällen nach hinten gebaut habe. Die obere Reihe soll natürlich ebenfalls mit Erde hinterfüllt werden, um einen entsprechenden Gegendruck aufzubauen. Dafür muss ich aber auch da das Schutzvlies anbringen. Nachdem ich nun die Rückseiten aller Körbe angebracht habe, kann ich auch hier oben das entsprechende Vlies anbringen. Mit dem Vlies ist es mir dann möglich, die Erde jetzt schon zu hinterfüllen und meinen Hang hier oben zurückzubauen. Denn auch meine Rasenbewässerungsanlage will dieses Jahr erweitert werden.
Doch das ist eine andere Geschichte, denn im Moment muss ich erstmal die Körbe weiter mit Stein befüllen. Das wird ein Akt werden, der sich sicherlich noch 1-2 Wochen hinzieht. Wenn ihr wissen wollt, wie es danach ausschaut, wie es danach weitergeht, bleibt einfach dran, abonniert meinen Kanal, drückt die Bimmel, dann werdet ihr automatisch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis bald.